Hi Leute und willkommen zu meinem neuen Video. Wie euch versprochen habe ich hier den Sendur Solarflow 2400 Pro auf dem Tisch stehen. Das ist ein brandneues System von Sendur, was die Balkonkraftwerk-Geschichte komplett neu schreibt. Das ist mit das leistungsstärkste System im Balkonkraftwerksektor, was ich hier jemals auf meinem Tisch stehen hatte. Was ist besonders bei diesem System? Das System deckt eine Solarleistung von bis zu 3000 Watt Peak ab. Wir haben hier auch einen bidirektionalen Wechselrichter, der euch Lastspitzen bis 2400 Watt ausgeben kann. Das heißt, wir können hier ohne Probleme leistungsstarke Geräte direkt an das System anschließen. Wir können mit dem Gerät auch autark arbeiten und hier autark auch dementsprechend schwere Geräte betreiben. Das wollen wir uns aber auch gleich hier in dem Video mal etwas näher anschauen. Trotz des massiven Leistungsschubs bleibt das Gerät ein Plug-and-Play-Gerät. Das heißt, hier hat der Hersteller darauf geachtet, es so einfach wie möglich zu halten, dass wir es quasi hinstellen und einschalten können. Besonders wichtig für mich ist jetzt hier die RJ45 Buchse. Ich öffne sie einfach mal. Das ist ein Anschluss für ein Netzwerkkabel. Das heißt, ihr könnt das Gerät jetzt richtig fest mit eurem Router über Kabel verbinden. Und das ist besonders dann wichtig, wenn ihr keinen Bock auf das WLAN-Gefummel im Keller habt und hier eine ordentlich stabile Internetverbindung zu dem Gerät wollt, steckt ihr hier euer Kabel an und habt eine bombenfeste Internetverbindung ohne Störungen, ohne Ausfälle. Das ist jetzt sehr schön hier gelöst. Wenn wir uns das Gerät von vorne anschauen, seht ihr, dass sich am Design etwas geändert hat. Wir haben jetzt hier keine separate Kopfeinheit mehr, sondern eine Einheit integriert mit fest verbauten Akku, allerdings erweiterbar bis auf 16,8 kWh. Auch die alten Akkumodelle sind hier noch mit kompatibel. Wir sehen, wir haben hier wie gesagt einen Baustein, ein System, der bidirektionale Wechselrichter, der eine Leistung bis zu 2400 Watt Ausgangsleistung geben kann, ist hier oben schon fest integriert. Wir haben hier oben unser Display, den Ein- und Ausschalter. Dann drehen wir kurz mal hier auf die Seite. Hier seht ihr 4 MPPT-Träger. Das heißt, wir können hier 4 PV-Eingänge, 4 Strings, sage ich einfach mal, anschließen mit einer Peak-Leistung von maximal 3000 Watt Peak. Das heißt, das Gerät schaufelt eine ganze Menge Leistung weg. Wie ihr seht, auch hier in den Anschlüssen, das Gerät ist weiterhin IP65 zertifiziert, was natürlich dann dementsprechend auch einen robusten Einsatz gewährleistet. Ganz wichtig, wir haben hier an der Seite 2 Anschlüsse. Hier haben wir den direkten Netzanschluss. Hier könnt ihr das Gerät direkt mit dem Netz koppeln und so eure Einspeisung gewährleisten. Wichtig, das Gerät kann natürlich auch aus dem Netz geladen werden, unterstützt dementsprechend natürlich auch dynamische Stromtarife und so weiter. Das schauen wir uns später nochmal an. Und dann haben wir da unten drunter noch unsere Backup-Steckdose. Diese Backup-Steckdose kann alles das, was die Vorgänger auch können. Wir können hier eventuell auch einen weiteren Wechselrichter anschließen, der hier dann auch noch mehr Module mit an das System bringt und dann ins Netz dementsprechend. Wichtiger für mich, diese Backup-Steckdose kann bis zu 2400 Watt Ausgangsleistung liefern. Das ist für mich äußerst wichtig, denn das wird dann automatisch auch die Notfallsteckdose. Wenn zum Beispiel mal der große Blackout kommt, könnt ihr hier alles Mögliche anschließen, eure Fritzbox, was weiß ich, euer Auto vielleicht sogar laden oder eine kleine Wärmepumpe, was auch immer ihr wollt, und habt hier dann die garantierte Stromversorgung aus dem Akku. Und wie gesagt, wir können ja auf 16,8 kWh Akku erweitern. Da ist schon ganz schön was drin für den Notfall, für den Blackout. Kommen wir einfach mal zur Inbetriebnahme. Das System ist wie gesagt komplett auf Plug-and-Play-Fähigkeit ausgelegt. Das heißt, wir integrieren das System einfach mal in die App, indem wir es einfach mal kurz hier einschalten. Wir suchen hier den Power-Knopf und drücken hier einfach mal etwas drauf. Das Gerät gibt einen kleinen Piepton von sich und fährt hoch. Jetzt laden wir uns die Sendur-App herunter, melden uns dann einfach hier bei der App an. Ich bin schon angemeldet, habe auch schon andere Systeme in der App drin und fügen dieses System neu hinzu. Das ist eigentlich ganz einfach durchzuführen. Wir klicken hier oben in der App einfach auf die Plus-Taste und wir sehen, das System wurde sofort gefunden und das heißt, wir können es sofort koppeln. Einfach draufklicken und hier haben wir jetzt 2 Möglichkeiten, das System zu koppeln. Wir können es zum einen per Bluetooth koppeln oder per WLAN, je nachdem, was euch lieber ist. Wenn ihr keine Internetverbindung mit dem System herstellen wollt, könnt ihr Bluetooth nutzen. Ich werde es jetzt mal per WLAN koppeln und in mein Heimnetz einbinden. Wir klicken einfach auf Weiter, suchen das Netzwerk aus, was ihr habt und verbinden es. Jetzt können wir dem System eventuell noch einen neuen Namen geben, aber wir lassen das jetzt mal so stehen und es ist erfolgreich verbunden. Ganz wichtig, wir können natürlich hier mit dem System auch diverse Smart Meter unterstützen. Ich werde das hier mal mit einem Shelly jetzt demonstrieren. Den Shelly 3M
könnt ihr dann einfach in eurem Sicherungskasten am besten von einem Elektriker einbauen lassen. Das ist das Gerät mit diesen Abnahmezangen, sage ich einfach mal, mit dieser Wandlermessung. Hier werden dann einfach nur die Zangen über eure Stromkabel gelegt und es kann dann dementsprechend euren Verbrauch im Haus tracken und hier natürlich mit diesem System ohne Probleme nutzen. Das ist natürlich jetzt auch ein großer Vorteil, dass wir das System jetzt direkt mit dem LAN-Anschluss hier anbinden können. Somit haben wir dann auch ein wackeliges WLAN, was so der ein oder andere im Keller hat, ausgetrickst und können dann hier direkt auch fest verbinden. Nur mal so als wichtigen Zusatzpunkt mit erwähnt. Wir sehen jetzt hier in der Geräteliste, ich klicke es einfach mal an, wir haben das System jetzt hier verbunden. Es ist im Prinzip sofort startklar, auch wenn es hier noch nicht angeschlossen ist. Und wir sehen jetzt hier, dass wir nochmal wichtigerweise das Land auswählen. Denn in jedem Land gibt es hier eine andere Gesetzgebung zum Thema Balkonkraftwerk oder Einspeisung. Diese muss natürlich eingehalten werden. Wir wählen das Land Deutschland und somit erfüllen wir dann alle Bedingungen, die hier der Gesetzgeber uns in Deutschland vorgibt. Wir klicken drauf. Wir können jetzt hier unsere maximale Einspeiseleistung festsetzen. In Deutschland ist diese auf 800 Watt limitiert. Ich möchte nochmal klipp und klar dazu sagen, es ist wirklich auf 800 Watt limitiert, denn ich hatte in meinen letzten Videos immer wieder Anfragen, wie kann ich das erhöhen, wie kann ich das aufbohren. Wichtig, wir sind, wenn wir ein Balkonkraftwerk betreiben, in Deutschland auf 800 Watt Einspeiseleistung limitiert und das ist gesetzlich vorgegeben. Lassen wir jetzt die 800 Watt drinne. Und kommen jetzt zu dem Wert der Standardausgabeleistung. Der ist jetzt hier standardgemäß auf 200 Watt eingestellt. Wir haben jetzt hier noch keinen Smart Meter, nichts mit verbunden. Jetzt könnte man quasi mit diesem Wert starten. Ihr könntet aber auch höher gehen. Wir lassen das jetzt erstmal so eingestellt, denn ich möchte ja das System mit euch dann nochmal draußen in meiner Garage aufbauen. Da kommen wir dann zu der näheren Konfiguration. Wichtig, wir sehen hier, es ist eine neue Firmware vorhanden. Bitte aktualisiert die Systeme, wenn das der Fall ist, denn nur die aktuelle Firmware garantiert euch einen sicheren Betrieb mit dem Gerät, sodass ihr dann auch alle Bedingungen erfüllt, die aktuell auch der Gesetzgeber von euch verlangt. Also Upgrade durchlaufen lassen. So, wie ihr seht, das Update ist durchgelaufen, ungefähr 5 bis 10 Minuten bei mir. Das System ist neu hochgefahren. Kommen wir zur praktischen Installation. Ganz wichtig, ich hatte euch ja gesagt, das System ist Plug and Play. Aber wie sieht es denn aus, wenn man schon eventuell ein Vorgängersystem besessen hat und dieses jetzt einfach nur hiermit ausrüsten will? Das heißt, die Kopfeinheit inklusive der 2,4 kWh Akku, der hier unten verbaut ist, integrieren möchte. Das müsste doch eigentlich auch recht einfach gehen. Testen wir das einfach mal aus, denn ich habe hier draußen schon ein System stehen. Was müssen wir dazu machen? Wir haben hier unseren Stromanschluss, das heißt die Verbindung zum Netz. Dafür nehmen wir einfach dieses Kabel, stecken dieses einfach hier drüben ein und somit sind wir hier schon startklar. An dieser Stelle aber ein wichtiger Hinweis, wenn wir natürlich das System umbauen oder aufstapeln, schaltet es bitte vorher aus. So, ihr seht jetzt hier hinter mir noch den 800 Pro auf meinem Batteriestapel stehen. Den nehmen wir jetzt einfach mal hier runter und setzen den 2400 Pro oben drauf. Ganz wichtiger Zusatztipp vor dem Aufsetzen, achtet bitte darauf, dass alle Schutzkappen auf den Akkus, wie natürlich an dem Hauptgerät, unten entfernt sind. Und dann können wir das Gerät hier schon aufsetzen. Wichtig, Befestigungsmaterial zur Wand hin ist natürlich im Lieferumfang enthalten. So, wie ihr sehen konntet, das ging rasend schnell. Jetzt habe ich einfach den Stecker in die Steckdose gesteckt. Das Gerät hat sich selbstständig wieder eingeschaltet. Konfiguriert hatten wir es ja schon vorhin. Und jetzt schauen wir mal kurz in die App. Ich blende sie euch da drüben ein. Wir sehen hier, der Akku ist vollständig in Betrieb oder das System ist vollständig in Betrieb. Und wir klicken mal hier unten auf die Akkus. Hier sehen wir eine kleine Zahl, 5. Das sind meine Akkus, die hier verbaut sind. Und wir sehen hier oben 59%. Das ist der integrierte Akku. Und drunter die anderen Akkus mit im Moment um die 83% Ladestatus, wurden sofort erkannt, synchronisiert und können sofort mitgenutzt werden. Wichtig, das System pegelt sich dann selber ein, hat sozusagen die volle BMS-Hoheit über die Akkus. Die Akkus tun sich dann einzeln einleveln, ausnivellieren und somit braucht ihr euch quasi um gar nichts mehr kümmern. Das System richtet sich jetzt vollständig alleine ein. Ich verbinde jetzt hier nochmal meine PV-Module. Hierzu ein wichtiger Hinweis: Wenn die PV-Module voll in der Sonne liegen, empfehle ich euch, macht das eventuell abends oder wenn ihr vielleicht einen Trennschalter davor habt, schaltet diesen mal kurz aus und verbindet dann die PV-Module, die Strings mit dem System. So, ihr seht, meine PV-Module sind angeschlossen, ich habe sie eingeschaltet und das System arbeitet und lädt. Das heißt, hier funktioniert alles tadellos. Das heißt, wir können jetzt hier das System mit unserem Shelly koppeln. Das möchte ich jetzt einfach mal probieren. Wir haben hier einen Shelly schon verbaut und den können wir jetzt hier natürlich mit einbinden. Ich blende euch einfach mal hier drüben die App ein. Ihr seht, ich habe jetzt hier mein Energiespeichersystem und habe das Vorgängersystem hier einfach rausgelöscht, indem ich einfach den 800 Pro hier einfach entfernt habe. Füge jetzt hier ein neues Gerät hinzu, Energiespeichergerät hinzufügen. Hier haben wir den SolarFlow 2400 Pro.
und hinzugefügt, gespeichert und System ist erfolgreich. Vorteil, hier hatte ich meinen Shelly schon mit eingebunden. Wenn ihr ihn einbinden wollt oder einen anderen Smart Meter, der hiermit kompatibel ist, geht das auch ganz einfach. Auch hier geht ihr wieder auf das System Verwalten, wählt unter den Einstellungen Geräteverwaltung und klickt hier auf Zähler hinzufügen. Hier könnt ihr dann euren Zähler hinzufügen. Ich habe hier meinen Shelly schon integriert. Das heißt, wir haben ihn hier schon mit eingebunden. Wenn nicht, klickt ihr hier auf Plus. Meldet euch einfach ganz normal bei Shelly an. Das Schöne an der Geschichte, wir fassen den Shelly quasi nicht an. Er bleibt mit eurer Shelly-App verbunden. Ihr könnt weiter auch über die Shelly-App alles tracken, was hier gemacht wird. Und der Sendur greift die Daten direkt aus eurer Shelly-App heraus oder aus eurem Shelly-System. Wir wählen das hier an, speichern das und sind somit gekoppelt. Jetzt gehen wir hier wieder zurück und wir sehen, das System läuft aktuell. Es ist noch ein bisschen bewölkt, haben wir 1030 Watt Solarerzeugung vom Dach und hier ins Stromnetz gehen momentan 56 Watt und 44 Watt haben wir Eigenverbrauch. Jetzt haben wir natürlich die verschiedenen Modis, die wir hier steuern können. Das hatte ich schon in anderen Videos erklärt, da möchte ich nicht näher drauf eingehen, denn das hatten wir uns schon alles angeschaut. Aber ich kann es euch noch mal grob zeigen. Wir haben hier Modus für intelligente Stromzähler. Wenn wir diesen jetzt wählen, speichern das, macht das System hier alles automatisch. Es zieht sich die Daten aus dem Shelly und regelt den Stromverbrauch oder das Einspeisen genau auf euren Verbrauch, den ihr habt. Und somit pegelt das System euren Bezug auf 0 ein und ihr speichert genug oder ihr speichert alles an überschüssigen Strom in euren Akkus ein und speist nur so viel ein, wie ihr wirklich in eurem Haus in dem Moment verbraucht. Ihr seht, das hat sich jetzt hier eingependelt. 40 Watt Verbrauch haben wir jetzt hier ist nicht viel los und der Stromverbrauch liegt bei 0, weil jetzt das System sich nach dem Zähler eingepegelt hat. Jetzt sind wir hier in meiner Garage. Jetzt möchte ich mit euch noch mal ein bisschen was Schönes ausprobieren, denn ich habe ja auch 2 E-Autos und ein Hybridauto und das lade ich hier in der Regel. Gerade Balkonkraftwerkbesitzer haben dann öfters mal das Problem, wenn sie das Auto zum Beispiel mit dem Ladeziegel oder einer einphasigen Wallbox laden, schafft das Balkonkraftwerk das meistens nicht auszugleichen. Jetzt haben wir aber hier unsere Zusatzsteckdose mit bis zu 2400 Watt Leistung. Das wären fast 10 Ampere oder das wären 10 Ampere, die wir hier rausziehen können. Wenn ihr hier euren Ladeziegel jetzt ansteckt, diesen eventuell auf 8, 10 oder vielleicht 6 Ampere einstellt, könnt ihr so euren PKW laden, ohne Strom aus dem Netz zu beziehen und es auch mit eurem Balkonkraftwerk managen. Das heißt, er holt sich die Energie aus dem Akku, aus den PV-Paneele und ihr seid überhaupt nicht mit dem Netz verbunden. Besonders wichtig für mich, sollte mal das Stromnetz ausfallen in einer Blackout-Situation, kann ich hier trotzdem mein Auto dementsprechend langsam, aber mit meinem Ladeziegel laden und somit natürlich auch komplett aus dem Balkonkraftwerk. So, wir testen das einfach mal auf 2 Wege. Hier hängt der Ladeziegel und den stecke ich jetzt hier in die ganz normale Steckdose rein. Ihr seht, der Ladeziegel fährt hoch. Ich begrenze ihn jetzt einfach mal hier auf 10 Ampere und wir schließen das Auto jetzt hier einfach mal an. Hier schauen wir wieder kurz auf die App. Ich blende sie euch da drüben ein und wir sehen, wir haben jetzt hier einen Hausverbrauch von 2881 Watt. Da wir hier ein Balkonkraftwerk haben, was in Deutschland auf 800 Watt limitiert ist, müssen wir noch aus dem Stromnetz 1582 Watt aktuell jetzt hier hinzukaufen. Das heißt, ich würde jetzt hier noch bares Geld für das Laden meines Autos bezahlen. Das möchte ich jetzt mal verhindern, indem wir Folgendes machen. Wir ziehen hier einfach mal den Ladeziegel ab und stecken ihn hier drüben in die Notstromsteckdose. Jetzt gehen wir einfach in das System, wählen den Betriebsmodus der Steckdose. Den möchte ich euch auch noch mal zeigen. Wir haben hier 2 Modis. Einmal können wir hier natürlich noch einen Wechselrichter anschließen, der auch meinetwegen noch 2 PV-Module mit unterstützt und hier mit einspeisen kann. Oder wir nehmen den Off-Grid-Steckdosensteuerungsmodus. Hiermit kann dann dementsprechend Off-Grid ein Gerät bedient werden, wie zum Beispiel jetzt hier mein Ladeziegel. Wichtig, wir haben hier unten noch einen Smart-Modus. Wenn ihr diesen einschaltet, spart ihr eventuell noch ein bisschen Strom. Wenn nämlich hier dann der Verbraucher aus ist, schaltet sich die Steckdose 2 Stunden später dann auch ab. Und somit habt ihr keine unnötigen Verluste durch den Wechselrichter, die Steckdose, die dann hier noch mitläuft. So, wir schalten das jetzt einfach mal ein. Wir befinden uns hier im Arbeitsmodus Standardausgang. Somit müsst ihr jetzt mein Ladeziegel starten und wie ihr seht, es geht los. Der Ladevorgang läuft hier mit den vollen 10 Ampere. Wir gehen wieder zurück in die Hauptübersicht und hier seht ihr, ich blende sie euch nochmal hier drüben ein, wir versorgen unser Haus weiter im Moment hier mit ca. 115 Watt.
Hier mein Ladevorgang läuft über die Backup-Steckdose und wie ihr seht, ich muss hier keinen Strom dazu kaufen. Das heißt, mein Auto lädt aktuell aus den PV-Modulen und aus den Akku. Ein kleiner Zusatztipp, es gibt oftmals auch Ladeziegel, hier kann man eventuell die Leistung noch drosseln, wenn das euer E-Auto mitmacht. Das Auto hier kann ich mit mit Minimalsleistung von 6 Ampere laden, damit könnte ich nochmal die Leistung deutlich nach unten schrauben. Somit könnte ich eventuell sogar bei voller Sonneneinstrahlung mein Auto ausschließlich aus den PV-Modulen laden, ohne jetzt hier sogar meine Akkus leer zu ziehen. Wenn nämlich gerade meine PV-Module, sagen wir mal 2000 oder 2500 Watt oder hier bis zu 3000 Watt liefern, können wir den Akku laden, das Auto laden und trotz alledem noch unser Haus mit dem System so dementsprechend mit Energie versorgen und werden somit voll abgedeckt. Ein besonderer Hinweis, wenn wir jetzt hier die Stromversorgung kappen, das mache ich jetzt einfach mal. Ich ziehe jetzt hier einfach mal den Stecker heraus. So seht ihr, hat der Sendur das sofort gemerkt. Wir haben jetzt hier eine Fehlermeldung. Das heißt, unser Haus wird jetzt quasi hier jetzt nicht mehr versorgt, weil ich jetzt den Stecker gekappt habe. Aber wir sehen, der Ladevorgang, das Auto wird jetzt hier trotzdem weiter geladen. Somit haben wir hier ein vollkommen schwarzstartfähiges System, was natürlich auch im Notfall unsere wichtigsten Komponenten, vielleicht auch mit das E-Auto, mit versorgen kann, ohne an dem Netz angeschlossen zu sein. Kommen wir noch zu einem Punkt, den hatte ich euch vorhin ja schon angeschnitten, die dynamischen Stromtarife. Zenwave unterstützt 840 dynamische Stromtarife. Das heißt, hier kann das System sich dann dementsprechend auch aufladen, wenn der Strom richtig günstig ist und ihr könnt ihn dann verbrauchen, wenn er richtig teuer in eurem Tarif ist. Somit spart ihr nochmal richtig Schotter mit dem System und könnt gerade, wie ich es hier auch gemacht habe, mit dem Pkw-Laden auch so ein bisschen haushalten, dass ihr eventuell, wie ich hier, diesen Turm nutzt, um ihn aufzuladen, wenn der Strom günstig ist, sei es per PV oder über den dynamischen Stromtarif und dann euer Auto zu laden, wenn es in der Garage steht und sich dann quasi für den morgigen Arbeitsweg 50, 20, 30, 40 Kilometer, was auch immer ihr habt, vorzubereiten. So könnt ihr dann euren günstigen Strom mit eurem E-Auto verfahren, wenn ihr ihn braucht und habt ihn quasi mit diesem System so wirtschaftlich genutzt. Auch wichtig ist der Punkt die Sicherheit. Hier haben wir auch ein ausgeklügeltes Sicherheitssystem und zwar der ZenGuard. Der ZenGuard hier in dem System integriert, achtet darauf, dass hier nichts schief gehen kann und hat immer alles im Blick für euch, sodass euer System immer sicher läuft. Ganz wichtig ist natürlich auch der Punkt Brandschutz. Hier hat Sendur nämlich was wirklich Sinnvolles eingebaut, das weltweit erste Kondensat-Aerosol-Feuerlöschsystem, was sich automatisch bei 170 Grad Celsius aktiviert. So, damit sind wir auch schon wieder am Ende der Vorstellung des SolarFlow 2400 Pro angekommen. Habt ihr irgendwelche Fragen zu dem System? Wollt ihr hierzu was mitteilen? Oder wollt ihr vielleicht mal eine kleine Geschichte erzählen, was ihr mit diesem System anstellen würdet? Schreibt es mir doch einfach mal unten in die Kommentare. So ergibt sich vielleicht nochmal Zusatzcontent, sodass ich eventuell nochmal ein zweites Video dazu machen kann. Wenn ihr auf den Geschmack von diesem System gekommen seid, kein Problem. Wenn ihr das System sucht, unten in der Videobeschreibung findet ihr alle Links, Bezugsquellen und natürlich auch Rabattcodes, wenn sie mir der Hersteller zur Verfügung stellt. So könnt ihr hier bei dem Kauf nochmal richtig sparen. Hat euch mein Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich euch natürlich um einen Daumen hoch bitten. Und wollt ihr meinen Kanal unterstützen, so schaut einfach auf meiner Homepage nach. Dort habe ich auch eine kleine Kaffeekasse eingerichtet. Dort könnt ihr zum Beispiel auch meine Projekte und meine Tests unterstützen. Also, ich sage damit Tschüss, bis zum nächsten Mal und wir sehen uns.